Hallo und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3 in der Astralebene. Und ja, unser Traumbesucher ist ein Gedankenschinder und noch mehr als das. Aber ich möchte ja nicht vorweggreifen. Und wir haben hier in der Astralkugel der Beherrschung Orpheus gefangen, den, man könnte sagen, eigentlich wahren Herrscher der Githyanki, der Prinz der Githyanki. Weswegen Vlaakith auch wollte, dass wir hier reingehen. Weil sie ihn hier natürlich nicht haben möchte. Sie möchte ihn tot sehen. The orb hums with cerebral magic, permeable but impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. Ja, das ist halt jetzt so ein bisschen das Problem, ne? Er ist halt der Grund, warum es uns noch gut geht. Aber dass er gefangen ist, ist natürlich auch ungeil. Wir verlassen jetzt aber erstmal diese Ebene. Ich hätte, glaube ich, noch... Hätte ich noch was looten können? Habe ich Loot übersehen? Sollte ich nochmal schnell reingehen? Ich kann tatsächlich nochmal reingehen. Hallo, da sind wir wieder. Hier sind nur die Verschlinger. Aber nicht, dass ich hier... Ja, eben da oben ist sehr... Gut, dass ich nochmal reingegangen bin. Olaf. Klar, du springst von da, das ist... Ich frage nicht. Nein, du bist leer. Was soll ich mit dem ganzen Hirn? Ich weiß es nicht. Kaputter Schild. Können wir mit dir nochmal quatschen? Immerhin einen Heiltrank. Consider using the tadpole. Your evolution will be a benefit to us both. Ja, ich weiß ja nicht. Okay, aber ich glaube, den Hauptloot habe ich. Alles gut. So, endlich schlafen, würde ich sagen. Aber auch hier liegen jetzt die Githyanki rum. Die auch alle keinen Loot haben? Was ist das denn? Enttäuschung. Let's have a look. Direkt zu Beginn von Akt 3 Loot-Enttäuschung. Ja, kommt alle leer. Okay. Reden wir mit Lae'zel. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. So sieht's aus. Ein höchst mächtiger Prinz, wenn er es schafft, einen elithiden Schwarmverstand zu blockieren. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. 157? Das sind aber viele Vlaakith. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I.
It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Dann hat er was recht. Orpheus ist die Saat von Vlaakiths Untergang. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Ich möchte über Orpheus reden, weil wir eben noch nicht genug über Orpheus geredet haben. What about him? Und wird der Prinz des Kometen genannt. The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his Illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Warum hat sie vor all den Jahrtausenden Orpheus am Leben gehalten? The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Wenn Orpheus lebendig so wertvoll ist, warum will Vlaakith ihn dann tot sehen? Also jetzt dann die 500.000ste, weiß nicht wie viel der Vlaakith. A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlaakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Und wer waren die feindseligen Githyanki in dem Prisma? Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlaakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Jetzt zu anderen Dingen. Very well. Genau. Also man kann sie halt, ja, weiterhin überreden, die Larve zu benutzen, sowohl die normalen als auch jetzt die Astralberöte, aber das werden wir nicht tun. Wir sind larvenfrei, naja, fast larvenfrei, aber also wir sind nicht ganz larvenfrei, aber wenigstens der größte Teil unserer Companions. Man kann dann, also wenn man die weiße Larve nimmt, dann auch hier diese Randfähigkeiten benutzen. Ansonsten bekommt man nur diese hier. Habe ich noch einen normale oder ist das... Ich glaube, die wollte ich Astarion geben oder sowas, ne? Es müsste eine normale noch sein. So. Und wir sehen, Schattenherz möchte mit uns reden. Sie hatte eine Überraschung und ja, man sieht schon. So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness.
even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Ja, ich möchte über das Offensichtliche reden. Ich glaube, wir gehen weg und sprechen sie einfach nochmal an. Be honest. Mhm. What do you think of the new look? Strahlender als vorher? Wenn es euch hilft, die Vergangenheit hinter euch zu lassen, bin ich dafür. Wunderschön. Es ist nicht nach meinem Geschmack, aber wen kümmert das schon? Wir geben ihr ein Kompliment. Wunderschön. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Ja, unsere jetzt mehr Selonitin statt Scharitin. Entsprechend die Haare umgefärbt. Ja, wir können mit jedem kurz nochmal reden über das, was eben passiert ist. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Du hast nichts zu Aufweissache zu sagen, aber wir können alle über ihre Haare reden, das finde ich gut. Wo steht ihr denn? Irgendwo hier oben steht doch Shahira, ne? Was sagst du zu den neuen Haaren? Shadowheart walks a little freer of the shadows. She could shave her skull and paint it purple. It would still suit her. Vielleicht. Wieso hast du so wenig Lebenspunkte? Merkwürdig. Vielleicht nehmen wir Shahira auch gleich mal mit. Dazu muss ich aber vorher Lae'zel rauswerfen. Du hast aber bestimmt auch was zu den Haaren zu sagen. Something is different about Shadowheart. New facial creases, perhaps. A fresh battle scar I hadn't noticed. It eludes me. Das wird sein. Du musst leider hier bleiben. Are you sure that's the best course of action? Confirmed. So. Wenn wir nämlich dann in die Stadt gehen, ist Shahira ganz gut zu haben. Gods, Shadowheart looks like a stack of gold. Never thought I could get so excited about someone's forehead, but here we are. Es ist eine Weile her, seit wir eng miteinander waren. Das ist auch eine komische Art, das auszudrücken. Vielleicht will sie mir noch was über Gortash erzählen. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I like that. Not like that, you know. Just, it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine,
And he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. Ja. Eine bittere Geschichte. Wir können natürlich auch Hellsinn mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt gefixt wurde mittlerweile. There's no more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. It suits her. Wohl wahr. Ach so, übrigens, jetzt kann man auch alle Charaktere verwalten seit dem letzten Patch. Ich liebe es. Was ich trotzdem nicht machen kann, ist den Helm abziehen. Ich weiß nicht warum. Sie geben uns immer was Gutes und es bleibt trotzdem was Schlechtes drin. Aber das ist großartig. Oh, we have a new look for a new Shadowheart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Ja, auch wenn man deine gerade nicht sieht. Wo du recht hast. Natürlich hast du die besten Haare. Ich habe gerade noch ein Ausrufezeichen da rumrennen sehen, das ist wahrscheinlich Kratzer. Ja, okay. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's been a long century. Be gone, friend. I have a darling to adore. Ja, okay, ich bin weg. Ihr zwei. I need a quick word. The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. He gives in and surrenders his find to you. Bitte was? Ein Sublimat aus gefrorenen Ohren? Was? Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. Will ich wissen, wo du das her hast? Und was für Ohren? Öl des Brandstifters habe ich damit bekommen. Das Rezept. Was geht? Okay. Können ja mal gerade gucken. Überlegene Heiltrank, Trank der Geschwindigkeit. Das brauche ich nicht. Oh Gott, ich habe ganz viele Elixiere, die ich eigentlich herstellen könnte, ne? Rindenhaut. Universalresistenz. Nehmen wir. Schichtung. Was macht denn Bosheit? Weiß ich nicht. Ich stell mal her. Schlangenzahntoxin. Präzision. Wollte ich tatsächlich auch mal mehr einsetzen. Ach, ich habe auch noch Tausende davon. Okay, cool. Machen wir das doch. Das mal hier reinpacken. Also, dann habe ich jetzt hier in der Schnellauswahl Geschwindigkeit, Präzision, ein Gift, Rindenhaut und Unverwundbarkeit. Das sind vielleicht Sachen, die ich eben so mal einsetzen könnte. Insbesondere bei ihr habe ich halt überlegt, ein Schild im Sinne von so ein Magieschild ist vielleicht langsam auch vonnöten. Ich weiß es noch nicht. Damit sie doch bei den heftigeren Kämpfen ein bisschen mehr geschützt ist. Oder ich muss wirklich mal von der Robe weg zu alter Rüstung wieder bei ihr. Weil ich hatte das Gefühl, dass sie in den letzten Kämpfen noch ein bisschen zu viel Schaden abbekommen hat. So, last but not least, lass uns gerade nochmal mit Hellsinn reden. I was concerned when I saw Shadowheart creeping about with a blade in the dead of night, but it was just to cut her hair, it seems. It suits her. Ich glaube, ich habe euch noch nicht richtig kennengelernt. What would you like to know? Das reicht fürs Erste. Anytime. Ach so, ja doch. Wir haben schon einiges rausgefunden. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal sagen konnte, aber er schnitzt gerne, er mag Enten. Und da ich finde, ich will eigentlich nur einen Druiden in der Gruppe, deswegen nehme ich jetzt erstmal Shahira mit.
Wie gesagt, weil ich auch noch nicht weiß, ob Helsen schon gefixt wurde. Well, are we ready for the road once more? Ja. As you wish. Es wird Zeit. Stufenaufstieg kommt aber noch dazwischen, wie immer. So. Unterklasse, Zirkel des Landes. Die Druiden des Zirkels zapfen mächtige Magie an, welche durch die Erde fließt und alle lebenden Dinge miteinander verbindet. Tiergestalt ist immer dabei, ne? Ja. Zirkel des Mondes. Druiden, die dem Mond die Treue geschworen haben, nutzen dessen launhaftes Wesen, um sich in gewaltigen Kreaturen und urmächtige Elementare zu verwandeln. Ich hätte da Mondheilung dabei und Sporenzirkel. Du betrachtest Tod und Nekrose und Pilzwachstum und Sporenbildung als Teil des Lebens und kannst Sporen manipulieren, um dich zu stärken, deinen Feinden zu schaden. Ich glaube, ich bleibe entweder hierbei oder nehme das hier. Nehmen wir vielleicht mal Zirkel des Mondes. So. Sie hat momentan keinen Knüppel oder Kampfstab. Ich glaube, ich werde bei ihr auch bei 2 Schwertern oder so bleiben. Jetzt nehme ich gerade mal das so ein bisschen. Das ist vollständige Genesung, schwache Genesung. Ich habe 2-mal Tiergestalt. Unterscheiden die sich irgendwie? Dachs, Katze, Spinne, Wolf. Das hier ist auf jeden Fall mehr. Hat aber auch Dachs, Spinne, Katze und Wolf mit dabei. Okay. Warte, das ist die so vollständige Tageslicht. So, ordne ich mal das an und dann schaue ich mal in dein Inventar. Du hast natürlich jetzt nicht so viel. Ich gehe mit ihr wahrscheinlich gleich mal an der Kiste. Sie könnte natürlich auch meine Dinge nehmen, ne? Sie könnte zum Beispiel einen Adamant Krummsäbel nehmen. Dass ich ja gerade Spaß mit meinem Langschwert habe. So, ich habe jetzt ihr die Rüstung gegeben, die ich vorher anhatte. Wir müssen aber dann in der Stadt oder vor der Stadt jetzt, spätestens in der Stadt, vor der Stadt können wir glaube ich keine Rüstung kaufen, aber in der Stadt noch für mich vielleicht mal noch eine Rüstung kaufen. Ich habe außerdem die Robe jetzt, den Umhang auch noch gegeben. Das Amulett des kalten Schauers. Ja, das muss erstmal reichen. Ich habe gesehen, wir haben noch 9000 Gold hier drin, weil ich so viel Gold hatte mit Salome, dass ich ihn nicht tragen konnte. Ja. Wie viel Gold hast du denn gerade in der Tasche? 10.000. Also wir haben fast 20.000. Wenn wir das noch zusammen... Ich glaube, wir haben rund 20.000 Gold mittlerweile. Und ich wollte ihr jetzt, wie gesagt, in Akt 3 mal die Geige geben, zur Abwechslung. Fand ich ganz witzig, die Idee. Und ich glaube, jetzt können wir mal langsam losziehen. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their netherstones. Ja, wir müssen Orin und Gortash finden. Aber ich würde sagen, wir genießen erstmal hier wieder Sonnenschein. Nach der Zeit in den Schattenlanden und hier die Stadt. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return.
We should do what we can to find them. What they know could help us. Tochter der Dunkelheit hat sich auch aktualisiert. Leider hat man hier so, ich habe immer so schwarze Fenster da hinten. Bisschen Grafikfehler, wir ignorieren das. Weil ich ja noch nicht genug Geld habe, plündere ich auch jetzt hier die Sachen von den armen Leuten. Krasser Heiltrank. Immerhin. Gepflegte Stiefel lasse ich stehen. Wegpunkt. Excuse me. I can't find my mum. Ja, das ist nicht mein Problem. Das ist dein Problem, Kind verschwindet. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day, though. Suchen wir eine Wache, die werden dir helfen können. Es klingt, als wäre deine Mama wahrscheinlich tot. Das auch. Guards blow like petards. They don't help us. Natürlich tun sie das nicht. Dann können wir ihr Münzen geben oder Essen geben. 5 Münzen sind nicht so viel. Ich gebe dir was zu essen. Ich habe auch viel Essen dabei. Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Die Arme. Die Jenna. Ja, wir sind jetzt hier in Rivington. Welcome to Rivington. South, Coast Way. North, Worms Crossing. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das Ganze aufrollen hier. Der Nase nach. Hühner. Was ist denn hier los? The place was empty. Keep those thugs away from my family. Danuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Jetzt beruhigt euch erstmal und sagt mir, was hier vor sich geht. Ihr wisst bestimmt, wie man Leute willkommen heißt. Können wir nicht mal jemanden treffen, mit dem wir klarkommen? Not if they're trying to help themselves to other people's property. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Das ist ein ziemlich großes Haus. Ihr könnt wirklich kein einziges Zimmer entbehren? Ist doch immer wieder eine Freude, einen echten Menschenfreund zu sehen. Hausbesetzer? Ich kann nicht ja helfen. Ja, man kann sich auf entweder seine Seite stellen oder die der Hausbesetzer. Man muss natürlich eigentlich wissen, dass die Hausbesetzer halt Flüchtlinge sind. Ja. Und er Arsch. Das ist ein ziemlich großes Haus. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. Ye gods, this guy's begging to get smacked. This man's indignant demeanor barely masks a seething anxiety. There's more to this situation than he's letting on. I'm a very magnanimous individual, but this is my home! Either they leave, or I'll make them. Ihr scheint nervös zu sein. Ist alles in Ordnung? Well, wouldn't you be on edge if your beautiful home had been defiled by such brazen interlopers? Ich werde sie aus eurem Haus vertreiben und sonst überzeugen. Ich kann eure Hausbesetzer für halb so viel Geld verscheuchen. Einschüchtern. Wie wäre es mit
leben und leben lassen. Dann lasse ich euch leben. Ich fand das am Anfang eine schwierige Situation, weil ich irgendwie, man hat sofort das Gefühl, der Typ ist irgendwie ein Arsch. Aber normalerweise würde man natürlich sagen, ja, es ist halt sein Haus, ne? Er kann ja schon bestimmen, wer in seinem Haus wohnt und wer nicht. Das fand ich aber so ein bisschen schwierig. In dem Fall werde ich ihn einschüchtern, aber wenn es denn klappt. Es klappt nicht. Aber ich kann 4-mal erneut würfeln. Fine, fine. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. I respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The Guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Nun, gut, dass wir die Gilde gegen uns aufgebracht haben. Aber, ja, sonst was? I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Ich habe erst neulich einen Avatar von Mirkul besiegt. Da schaffe ich euch mit links. Nahkampfangriff. Diesen Emporkömmling zur Vernunft bringen, das ist nicht meine Bardin. Sie würde mehr weiter mit Worten kämpfen erstmal. Das möchte ich definitiv sagen. You're serious? Let's forget this unpleasantness ever happened. Come on, boys. We've got places to be. Stimmenaufstieg. Vors Haus. Not quite sure why you stood up for us like that. Ich auch nicht. But I won't say I'm not grateful. Thanks. And may Torm keep you. Nicht zu danken. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Ich mochte nur den Hausbesitzer. Really? Einziger Grund. Thank the gods. I was sure we were about to be evicted. I don't think the children could cope with being homeless again. We're lucky there's still decent folk about. Ja, wir gucken mal, genau. Wir gucken mal, was wir hier so finden und mitnehmen können. That's curious. Eine Luke und ein Feuerbernstein. Ich glaube, wenn ich hier klaue, stört die beiden das nicht, weil es ist ja nicht ihr Haus. Und ja, willkommen in der Stadt, sage ich mal, oder vor der Stadt, wo jedes Haus eine Luke hat und nochmal einen Keller, und wir werden viel Zeit hier verbringen. Und beim nächsten Mal mache ich auch meinen Stufenaufstieg. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.